Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Und damit einen wunderschönen guten Morgen an unserem letzten vollen Tag in Japan. Etwas traurig bin ich schon, dass die Reise jetzt zu Ende geht, doch heute steht nochmal ein richtiges Highlight an. Wir befinden uns nämlich bereits im von Osaka 45 Minuten entfernten Nara und nehmen euch, wie immer, mit durch den Tag. Let's go! Aber wie immer, erstmal Frühstück holen. Und wo? Wenn nicht bei 7-Eleven. Also wieder rein ins Standardfrühstück, Schoko-Milchbrötchen und Melon Pen. Geil. Dazu noch ein kaltes Vitaminwasser und dann kann es hier auch schon losgehen mit Sightseeing. Während ich hier mein Schokobrötchen verhafte. Kleiner Wissensfakt zum Einstieg ins Video. Nara war im 8. Jahrhundert, sogar noch vor Kyoto, die erste permanente Hauptstadt Japans. Hauptsächlich bekannt ist die Stadt allerdings für den Nara Park und die dort frei herumlaufenden Hirsche und Rehe. Und genau dort gehen wir jetzt zuallererst mal hin. Ich glaube es nicht. Wir gehen hier über den ersten Zebrastreifen und ihr könnt es sehen. Hier sind sie schon überall. Die süßen kleinen Feinis. Hallo, wer seid ihr denn? Kannst du dich verbeugen? Ja, wie süß. Und das ist aber nichts für dich. Oh, ein Feini. Müssen wir gleich erstmal Futter kaufen. Ey, für mich als Tierliebhaber ist das ja das absolute Paradies. Hier überall rennen sie rum. Und wir holen jetzt erstmal ein paar Rehkekse. Diese Rehkekse nennt man Shika Senkai. Und die sind schon richtig heiß da drauf. Guck mal, wie er sich verbeugt. Er will unbedingt eins haben. Heilig sind sie hier, die Tiere. Ja, kriegt von mir auch eine Verbeugung und dann kriegst du auch einen Keks. Digga, sind die frech. Ist ganz schön frech hier, ne? Du bist der Anführer, ne? Die heiligen Hirsche hier. Ganz schön frech teilweise, wenn die sehen, dass man Kekse in der Hand hat. Insgesamt gibt es hier wohl über 1000 Stück der Feinis, welche als Boten der Götter gelten. So hübsche Tiere. Guck mal, wie süß er hier die Sonne genießt. Boah, da eben, wo ich gefüttert habe, war natürlich aber auch der allererste Stand, wo man Kekse kaufen konnte. Da hatten die Jungs richtig Hunger. Deswegen jetzt gehen wir weiter rein in den Nara Park. Und da sieht man schon, wird das hier deutlich entspannter. Können wir gleich auch noch mal eine Runde füttern. Junge, so geil. Ich hab keinen mehr. Natürlich gibt es dann auch in der ganzen Stadt eigene Verkehrs- und Warnschilder. Komm her. Fein. Ey, das könnte ich wirklich den ganzen Tag machen, ne? So süß, ich liebe Tiere. Aber das ist der letzte Cookie jetzt erstmal, dann geht's weiter zum zweiten Halt. Und, möchtest du den haben? Bist du so schön am Chill? Ja. Fein. Du bist aber ein Süßer, hm? Ja. Ja. Ganz fein, ne? Bewegung zum Abschluss? Ja, fein gemacht. Aber ich habe nichts mehr. Die Häuser bzw. die Läden da auf der anderen Straßenseite erinnern auch wieder so ein bisschen an Kyoto. Also wie vorhin schon erwähnt, einfach dieses alte und traditionelle Japan. Und alleine, weil man den ganzen Tag auf seinem Weg zu den nächsten Sightseeing-Spots hier die Wegbegleiter hat, lohnt sich ein Trip nach Nara auf jeden Fall. Ne? Kommst du mit zum Todaiji-Tempel, unserem nächsten Halt? Hier seht ihr es. 300 Meter noch, dann sind wir da am Todaiji-Tempel. Immer wieder zwischendurch haben wir hier auch Infoschilder. Beware of the male deer.
da diese natürlich auch mal aggressiver sein können. Hier gibt es verschiedene Ausführungen, was passieren kann. Ein Knockdown, ein Buttkick, ein Kick. Lustig. Aber die hier sind alle ganz friedlich, am Chillen, im Schatten. So süß. Und als Autofahrer natürlich auch nicht leicht hier, wenn immer so ein kleiner Mann da im Weg steht. Ne? Muss aufpassen, nicht, dass du angefahren wirst. Ja, und in Richtung Tempel wird es jetzt auch schon wieder voller. Ihr könnt es sehen, einige Touristen wieder am Start hier in Nara. Boah, das sieht jetzt schon sehr stark aus hier. Hier gehen wir jetzt durch und dahinter kommt dann der Tempel. Schönes, großes Holzgebäude hier, Holzeingangstor. Boah, krass, ich weiß nicht, ob man das auf Kamera erkennen kann, aber hier stehen 2 dicke Skulpturen drin, direkt unter dem Eingangstor hier quasi. Die Sonne kommt hier jetzt auch raus, hinter uns das Eingangstor und vor uns dann gleich der Todai-Tempel. Der Todai hier im Hintergrund ist übrigens das größte Holzgebäude der Welt. Und mit dem höchsten Holzgebäude der Welt ist dann das direkt vor uns gemeint. Denn auch die rote Fassade, vor der wir hier stehen, wo ich dachte, das ist er schon, gehört, glaube ich, nicht zu dem Gebäude dazu, sondern umringt dieses halt einfach nur. Denn hier hinter der Absperrung steht er dann. Man müsste jetzt einmal da rumlaufen, 600 Yen Eintritt zahlen. Daran soll es natürlich auch eigentlich nicht scheitern. Doch Janis und ich haben in den letzten 14 Tagen hier jetzt schon so viele Tempel besichtigt, dass wir nicht mehr in jeden einzelnen reingehen müssen. Wir gehen jetzt weiter zum nächsten Spot, gucken uns da auch wieder einen Tempel von draußen an. Und der Anblick ist ja meist schon schön genug. Deswegen dritter Halt, Nigatsu-do. Janis, du weißt, da sind noch ein paar Kekse drin von mir, ne? Ich glaube, die riechen die. Nicht, dass sie gleich zuschnappen. Aber auch auf den Wegen von Spot zu Spot ist es hier überall so heftig schön. Aber das ist krass. Deswegen kann ich schon jetzt meine absolute Empfehlung für Nara aussprechen. Allein schon wegen unseren Buddies hier. Also hier gibt es echt genügend Tempel. Links einer, vor uns auch schon wieder einer. Janis ist auch Pulli ausgezogen, weil es mittlerweile echt ganz schön warm hier geworden ist in Nara. Ja. Und natürlich bringen wir auch aus Nara wieder Magneten für die Family mit. So, eine Runde Kekse habe ich noch mal. Hast du fein gemacht. Fein. Du mein Feini, willst du rein? Ja, natürlich, ne? Ja, fein. Egal, wo man hier hingeht, ist es auch wirklich einfach nur schön, idyllisch. Also Nara gefällt mir so gut bisher. Vorhin habe ich ja gesagt, dass wir aus Osaka hergefahren sind. Ihr könnt natürlich aber auch von Kyoto aus einen Tagestrip hierher zu den kleinen Feinis machen. Und auch wie gestern schon in Kobe ist man heute wieder nur am Jacke an, Jacke ausziehen. So wechselhaftes Wetter, aber bisher zum Glück noch trocken und das ist ja alles, was zählt, wenn man Sightseeing macht, oder? Den Kasuga Taisha Schrein könnt ihr hier in Nara auch besuchen. Also es gibt wirklich viel zu entdecken hier in der Stadt. Und Freunde, seht es uns bitte nach, wenn wir euch jetzt hier in Nara nicht mehr jedes Detail zeigen. Man merkt es schon. 10. Folge. Wir sind seit 14 Tagen in Japan, haben jeden Tag Kilometer abgerissen, ordentliches Sightseeing-Programm gehabt, fast jeden Tag auch ein Video aufgenommen. Deswegen ja, die Kräfte sind ein bisschen am Ende. Wir gehen gleich noch schön was essen, dann nehmen wir euch natürlich mit. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch alle Eindrücke hier bisher gefallen. Ne? Du brauchst nicht so Angst haben, nur weil ich so schnell mit der Kamera kam. Ich tue dir nichts. Vielleicht füttern wir gleich noch mal eine Runde. Und dann war das hier auf jeden Fall ein sehr gelungener Abschluss unserer Reise. Nara kriegt auf jeden Fall den Approval-Haken von mir. Hat mir sehr gut gefallen. Hier haben wir auch die Statue mit dem heiligen Hirsch Naras. Was macht sie hier? Wäscht sich nur die Hände. Und hier haben wir auch eine Statue mit dem heiligen Tier der Stadt. Das Einzige, was hier in Nara auf jeden Fall fehlt, ist eine schöne kalte Dr. Peppi aus dem Automat. Noch kein Automaten hier mit Dr. Peppi gespottet. In diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen Nara und wir sehen uns gleich beim Rahmenessen.
So Freunde, angekommen bei Jannis Lieblingsrahmenladen. Ihr könnt es sehen, ist wieder eine Schlange da. Aber Jannis hat Bock. Ich auch. Auch wenn ich sagen muss, dass bei mir Ichiran nur auf der 2 ist, was Ramen angeht hier in Japan. Nö, oder? Für die Warteschlange jetzt hier in der Sonne noch ein schönes Bierchen gegönnt. Geil. Grüßt euch hin. So Freunde, mit unserer Bestellung gehen wir rein. Und hier ist noch wieder mein kleines Fenster. Jawohl. Arigato gozaimasu. Super. Macht ihr gut. Die ist hier gegenüber. Mit seinem kleinen Fenster. Kann losgehen. Haha, guckt euch dieses Fest mal schon wieder an. Schöne Rahmen hier jetzt. Mit Ei, extra Fleisch, extra Reis, eine kalte Cola. Oh, das lasse ich mir schmecken. Wie sieht es hier drüben aus? Genauso. Genauso, Junge. Guten Hunger. Guten Appetit. Freunde, Fazit zum Essen braucht man glaube ich nicht viel sagen. Ramen und Sushi in Japan ist wirklich einfach Next Level. Also ich glaube, da ist relativ egal, wo ihr hier hingeht. Ichiran natürlich eine bekannte Kette, Sushiro für Sushi eine sehr bekannte Kette. Haben uns beide richtig gut geschmeckt. Und das waren sogar eher die preiswerteren Varianten. Deswegen, ja, also wenn ihr mal in Japan seid, freut euch echt auf Ramen und Sushi. Ist so geil. Und mit dieser unglaublichen Aussicht von unserem Hotel verabschiede ich mich jetzt aus Japan. Allerdings muss ich noch sagen, wie sehr ich mich in den 14 Tagen hier in dieses Land, den Respekt, das Verhalten und die Großzügigkeit der Japaner verliebt habe. Sauberkeit an öffentlichen Orten, die Freundlichkeit jedes einzelnen Japaners oder die simple Ruhe in der Bahn und nicht dieses ganze Rumgeschreie, das man aus Deutschland kennt, weiß man hier einfach wertzuschätzen. Manche Sachen würde ich mir echt wünschen, dass wir die in Deutschland auch haben, dass man sich da einfach ein bisschen was an seinem eigenen Verhalten von den Japanern abguckt. Also das ist schon echt große Klasse, kann ich aber an jeden Touristen nur appellieren, dass man sich dementsprechend natürlich anpasst. Egal in welcher Kultur, nicht nur wenn ihr nach Japan kommt, hier reist, sondern überall, wo ihr Urlaub macht. Da möchte ich einfach nicht, dass man als Tourist, gerade als Deutscher, da schlecht auffällt. Und was wir hier teilweise im Urlaub schon wieder gesehen haben, ist echt bodenlos. Ich finde, da sollte man einen gewissen Respekt gegenüber der anderen Kultur zollen. Weil warum fliegt ihr sonst hier hin und macht hier Urlaub? Gehört sich einfach nicht. Deswegen ja, das ist einfach nur schön, dass man das hier so genießen konnte, 14 Tage. Und ich hatte eine richtig geile Zeit. Ich hoffe, ihr auch, mit 10 Folgen Travel-Content aus Japan. Deswegen zum Abschluss des Videos jetzt an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an jeden da draußen, der mich auf dieser Reise begleitet hat. Ob ihr jetzt eine Folge geguckt habt, 2 Folgen oder euch sogar alle Folgen reingezogen habt. Ich bin sehr dankbar über euren Support. Freue mich, wenn das auch in Zukunft so bleibt. Natürlich habe ich noch weitere Reisen geplant, aber es kommen auch regelmäßig die Stadion-Vlogs online auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen bleibt mir nicht viel mehr als Arigato aus Japan zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif vor und ciao.